Herzlich willkommen zu diesem ACMP-Video. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man mit dem ACMP Helpdesk seine Mitarbeiter supportet. Als erstes generieren wir einmal auf dem Webfrontend für die Mitarbeiter über die Ticketübersicht ein neues Ticket. Hier kann einfach über das neue Ticket ein neues Ticket generiert werden. Der Mitarbeiter sieht unter der unterstehenden Ticketansicht immer nur seine eigenen Tickets, so dass er auch immer nur über seine Problemfälle informiert ist. Als erstes tragen wir jetzt hier die Beschreibung und den Titel des Problems ein. Ich habe jetzt hier mal einfach ein Problem mit dem Computer. Ob der Mitarbeiter die Kategorie auswählen kann oder nicht, ist auch noch eine Einstellung, die Sie setzen können. Und dann beschreiben wir jetzt hier einfach mal unser Problem, einfach mal Hilfe. Der Adobe Reader möchte immer ein Update haben. Und dann können wir auch schon dieses Ticket entsprechend abspeichern. Dadurch wird es dann erstellt und es können eventuell im Hintergrund Regeln greifen, dass auf die Kategorie oder nach bestimmten Schlagwörtern überprüft wird und dann das Ticket gleich passend zugeordnet wird. Dieses Ticket hat nun die ID 517 bekommen. Auf dem administrativen Frontend taucht das Ticket natürlich auch sofort mit einem Sternchen auf. Unten rechts bekomme ich eine Benachrichtigung, dass dieses Ticket eingegangen ist über den ACMP Notifier. Und jetzt kann ich auch über einen Doppelklick mein Ticket öffnen. In der Ticketübersicht sehe ich jetzt erstmal die wichtigsten Informationen zu dem Ticket. Wer hat das Ticket generiert, also der Kontakt, der das Ticket erstellt hat. Ich kann mir das Ticket erstmal zuweisen, kann sagen, es ist in Bearbeitung. Auch dort können natürlich wieder Regeln greifen, die dann eine Benachrichtigung rausschicken und ich kann mir das Problem durchlesen. Kenne ich in dem Fall natürlich schon. Ein Problem mit dem Adobe Reader, also verknüpfe ich auch mal den Arbeitsplatz-PC von dem Mitarbeiter. Hier habe ich jetzt eine Verknüpfung zwischen den Inventardaten aus dem ACMP Inventory und dem Helpdesk. Bedeutet, ich kann hier in die sogenannten Client Details wechseln und kann mir alle Informationen zu diesem Rechner anschauen und sehe sofort, aha, da ist ein Adobe Reader drauf und ja, er könnte auch noch ein Update bekommen. Also führe ich einen Kleincommand aus, der dann entsprechend die Aktualisierung durchführt, kann mir hier aus den zur Verfügung stehenden Kleincommands ein Kleincommand auswählen, kann es entweder mit weiter direkt ausführen oder, was jetzt hier ein bisschen besser ist, ich gebe eine Startbedingung mit beim Herunterfahren, so dass der Mitarbeiter dann selbstständig entscheiden kann, wann das Ganze dann installiert werden soll. Jetzt muss ich dem Mitarbeiter natürlich noch mitteilen, dass das Update beim nächsten Neustart oder beim Herunterfahren installiert wird. Also kann ich über die Kommentarfunktion jetzt in Kontakt mit dem Mitarbeiter treten. Die Kommentare können entweder per Mail oder halt an das Webinterface adressiert werden, so dass der Mitarbeiter immer, je nachdem wo er sich gerade befindet, dann auch diese Informationen optimal einsehen kann. Ich habe hier auch die Möglichkeit, zu diesem Kommentar noch eine Arbeitszeit zu platzieren, wenn ich das möchte. Das hat einfach den Vorteil, dass ich hinterher natürlich besser über einen Report auswerten kann, wie lange ich für die unterschiedlichen Tickets gebraucht habe. So, dieser Vorgang wäre damit abgearbeitet. Ich kann sagen, okay, ich möchte das Ticket erstmal schließen, es ist erledigt und eine zusätzliche Arbeitszeit muss ich jetzt hier in dem Fall auch nicht platzieren. Nachdem das Ticket geschlossen ist, können wir jetzt nochmal auf das Frontend vom User wechseln, können sagen, okay, wir wollen hier gerne nochmal einmal aktualisieren, weil momentan wird uns das Ticket natürlich noch als offen angezeigt. Und wenn wir jetzt aktualisieren, sehen wir, aha, ist geschlossen und das Kommentar vom Administrator ist auch enthalten. Also können wir jetzt den PC hier herunterfahren und dann auch das Update installieren. Da gehen wir mal hin, Neustart, herunterfahren ist beliebig, der User wird abgemeldet, also die ganz normale User-Sitzung ist schon beendet, der Mitarbeiter könnte auch nach Hause gehen, wenn jetzt schon Feierabend wäre und wir starten hier das Update, was nun installiert wird. Ja, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie sich das Ganze mal ausführlich anschauen wollen, können Sie natürlich gerne auf mich und meine Kollegen zukommen und das ACMP einmal im vollen Umfang sehen und testen.